Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pro vs. Con. Yay! Mit Spezialgast Dana Rolli. Yay! Ja, klatschen wir sich selber, weil wir sonst keine Zuschauer haben, die live hier dabei sind. Aber ihr könnt ja zu Hause klatschen, vielleicht kommen ja die Vibes zu uns rüber. Wir sind heute wieder bei Pro vs. Con, wo es darum geht, dass ich als vermeintlicher super top geiler, krasser, super Dieter Bohlen Wegbums-Produzent, denn ich bin tausendmal krasser, ist ja klar, sitze und hier die Sachen auseinander wurschtel, was da vielleicht besonders ist in der Produktion und was nicht. Aber ich habe hier dann natürlich noch einen Konsumenten, vermeintlichen 0815 Konsumenten, der Musik tatsächlich nur konsumiert. Das Mikro drehe ich und dann nicht sogar versteht und anscheinend nicht richtig hört. Ja, also jetzt, du hast ja schon einiges dazugelernt. Ja, das allein stimmt. durch das Zusammensitzen mit mir und einige Zuschauer auch schon. Das sehe ich in den Kommentaren immer mehr. Also geht einiges ab, muss man schon sagen. Ja. Ziemlich cool finde ich das und ich bekomme immer mehr so dann Nachrichten, so ey, seitdem ich deine Videos gucke, achte ich viel mehr darauf und viel mehr auf die Songs und sonst irgendwas. Finde ich mega geil, weil das halt wirklich, das war richtig Dieter Bohlen geil. Mega geil. Mega geil. Mega, Leute, Mega. Auf jeden Fall sind wir jetzt in RTL Deutschland angekommen, wenn wir so oft mega benutzen. Aber es ist wirklich mega geil, weil... Benutzt das Kennwort mega in den Kommentaren. Weil es wirklich, das war der Beweggrund, warum ich überhaupt angefangen habe, die Videos zu machen, um den Leuten, um euch einfach zu zeigen, wie viel Arbeit, Blut, Schweiß und Liebe vor allen Dingen in Songproduktion drinstecken, auch wenn man das heute so schnell wegkonsumiert, dank Streaming und so weiter. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Streaming. Ich feiere das selber auch total. Ja. Ich finde das auch geil, dass ich keinen riesen fetten iPod mehr haben muss oder sonst irgendwie auf der Festplatte und die ganzen Songs irgendwie alle gesammelt und dann fehlt doch irgendwas und dann doch irgendeine komische Kack-MP3-Version mit nur 96 Kilobits pro Sekunde und so weiter. Das ist ja alles vorbei, das ist ja das Geile jetzt. Ja. Das, was aber scheiße dran ist, sorry, aber was wirklich nicht gut dran ist, dass Spotify, Apple oder ja, Apple mit iTunes oder gibt es ja auch nicht mehr, also Apple Music und Amazon und so weiter, die bezahlen die Songwriter sehr, sehr beschissen. Okay. Das ist noch so ein Diskussionsthema, das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren noch ändern. Das ist auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber da ist wirklich noch eine Diskrepanz, die leider sehr hoch ist und besser werden könnte. So, auf jeden Fall, habe ich hier eben noch einen Konsumenten sitzen und der kann hier mir dann sagen, ob ich Dinge vielleicht beschissen erkläre oder direkt Fragen stellen, wenn dir irgendwas auffällt. Und genau, wenn ich dann irgendwie zu tief in der Materie bin, kann Dana mich dann direkt wieder zurückholen. Ja, weil ich bin gar nicht in der Musikmaterie und du kannst mir fast alles erklären. Fast. Das letzte Mal mit den Triolen war ein bisschen sehr durcheinander. So aus dem Stegreif war es ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, bis heute nicht, wie man es besser erklären soll. Das Ding ist, bei einem Viervierteltakt oder ja, bei einer Viertelnote, der fängt schon wieder an. Aber beim Viervierteltakt normalerweise zählt man halt immer 4, ne? 1, 2, 3, 4. Und Triolen sind eigentlich immer 3. 3 Töne auf einen Schlag? Schläge. Also 3 Schläge auf einen Takt. Also man könnte eigentlich sagen, auf einer Einviertelnote 3 Schläge zum Beispiel. Ja, aber deswegen habe ich es nicht so erklärt, weil das sagt ja noch weniger. Also Nee, ich habe das schon ganz gut verstanden. ja, es haben auch ein paar geschrieben, dass sie es verstanden haben. Ich hatte nur das Gefühl, als ich es erklärt habe, dass man mich nicht versteht. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich total durcheinander rede, weil das so unstrukturiert war. Aber ich plane da wirklich noch Basic-Know-how-Videos, beziehungsweise sie sind schon teilweise geplant, aber eben vielleicht sogar noch in Kooperation hoffentlich mit irgendwelchen Leuten oder Firmen, man weiß es nicht, wir sind gerade dran. Da gibt es dann vielleicht Sachen, wo man das dann genauer erklärt. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Video. Dana hat mich darauf hingewiesen, dass ihr euch das unfassbar oft hier gewünscht habt. Und zwar von den Girls Idol. Von den zuckersüßen Idol Girls mit der neuen Nummer. Die kam gestern auch erst raus. Der alte ICQ-Sound, wenn ihr ihn noch kennt. Wow. Habe ich ihn nicht fast identisch nachgemacht gerade? Ja, so. Gut, hören wir rein. Da hast du Schallplattenrauschen. Genau das meine ich jedes Mal. Und das wird in Songs extra hinzugefügt, einfach nur, um diesen Vibe wieder reinzuholen. Mit so einem Knistern auch, ne? Genau, es ist Rauschen, Knistern, Klicken, so. Und dann jetzt das Scratchen. Oh. There's someone trying to
Aber erstmal kurz rein. Also ich spreche hier schon mal bei 30 Minuten, auch wegen Copyright und Content-ID und so weiter. Ich hoffe, dass es hier noch durchgeht. Dana hat aber sowieso schon sehr viel zu sagen, weil die Klamotten einfach genau ihr Zeitgeist-Ding irgendwie ist. Das sind ja die schon aus, so. Das sind die 2000er hier schon, ne? Oder? Aber Für Chanel habe ich ja schon gesehen. Aber mega geil eben mit dieser Kombi, dadurch, dass sie halt so erstmal so die Farben, Chanel. So ein hartes Schwarz, aber dann eben diese Nude und ja, diese Nude-Beige-Töne dazu, finde ich mega geil, weil das immer so ein schöner Kontrast ist. Und dann aber dadurch, dass sie so Cargo-Hosen anhat zum Beispiel und so, wirkt das alles ein bisschen härter, auch die Boots, bisschen cooler, so, weißt du? Die Boots, hier. Ja, genau, sie hatte so Biker-Boots an. Und dann aber die fetten Chains auch so. Oh, und das die ist ja Waffel. krass hier. Ja, genau, weil das so ein wie heißt das denn? So ein Korsettkleid, Corsagenkleid. Eigentlich so ein Shirt und so eine Hotpants drunter, ne? Genau. Und dann die Buffalos. Ja, und dadurch kriegt es halt so einen sexy Touch, so was Feminines, was so wieder so ein Stilbruch ist bisschen, auch mit dem Chanel eben, weil Chanel ist ja eigentlich so elegant, klassisch, aber dann so eine fette goldene Chanel-Kette drauf, ist halt geil irgendwie, weil die dann nicht mehr so klassisch wirkt. Voll. Hier Jeans on Jeans auch wieder, ne? Also ja, echt aber auch geil, so abgeschnitten die Jacke und used. Abgeschnitten magst du ja eh. Abschneiden! Abschneiden! Das Einzige, was ich aus dem Video gehört habe. Ja, sehr, sehr cool. Also auch musiktechnisch sind wir tatsächlich auch hier im 2000er-Vibe. Kann man ganz klar schon sagen. Also auch mit dem Gescratche und so weiter. Ja, was? Hier hinten, die hat so ein Bandana, wie so ein Bandana-Tuch als Top an. Krass. Sorry. Mutig. Oder? Ja, also die gibt's mittlerweile schon. Nee, ich so, meine dass wegen, dass man da, also wie hält das denn? Das meine ich, es gibt mittlerweile schon diese Bandana-Tücher, die du extra als Top binden kannst. Ah. Die sind dann extra schon so gemacht dafür. Okay. Ich dachte nicht, dass es dann da runterrutscht und man mehr sieht, als man vielleicht wollte. So, weiter. Schon wieder? Hummel! Jedes Mal. Warum haben die... Ich habe diese Hummelklamotten jetzt schon schon ein paar Mal gesuchtet und überlegt, ob ich sie kaufen soll, diese Kooperation mit Willi, hier steht's drauf, aber man kann es nicht lesen. Aber ist irgendwie doch so teuer und dann weiß ich nicht. Und dann, aber wenn man es dann in Videos sieht, dann ärgert man sich, dass man es nicht geordert hat. Teilweise sind die auch schon ausverkauft. Vielleicht musst du da doch noch mal drauf gucken. Aber die sind so teuer, ey. Die sind teilweise echt schon gut teuer. Also die Sachen, die mir gefallen. Ja, gut. Mal sehen. Wir sind jetzt im Pre-Chorus, ne? Ist der wieder Halftime? Ja, weiß ich gerade gar nicht. Ja. Also es war tatsächlich der Pre-Chorus, aber wir sind ja vorher schon in diesem Hip-Hop-Rhythmus. Sau geil, die Klamotten, die anhaben. Oh mein Gott, ich drehe durch. Das ist genau dein Ding. So ein Streetwear. Ja, auch bei den schwarzen Sachen gerade. Sie hatte so ein Shirt, so ein Crop-Top an von Alexander Wang. Da stand vorne nur so ein Wang. Nochmal ein Stück vor. Sonst auch nicht so wichtig. Sie hat Nike hier an. Ja. Hier, okay, Wang. Ah, ich liebe Alexander Wang. Krass. Man hört hier im Hintergrund tatsächlich in diesem Pre-Chorus nur Streicher, die halt so Staccato oder Pizzicato, ja eher Staccato angespielt werden. Ja, und sie dann halt mehr stimmig, ja, so stellenweise zumindest mehrstimmig und dann auf breit gemischt. Aber sonst ist da kaum was, ne? Und dann die Kick halt noch.
so ein bisschen, aber man merkt halt, es ist schon ein anderer Pre-Chorus als sonst. Es ist jetzt, ich finde, das hat schon alles sehr, sehr viel Hip-Hop-Charakter, aber hören wir mal weiter. Geil. Ich komme gar nicht zu reden, Dana will so vieles anmerken. Nee. Die Klamotten sind aber auch sehr, sehr auffällig tut mir geil. leid. Ich kann das aber schon nachvollziehen. Ich sehe auch so vieles schon. Guck mal, schon wieder Alexander Wang. Die, Und auch hier ihr gecroppt. Outfit mit Cap und die Haare. Die Cap farblich sehr angelehnt an meine, nur ist meine schöner natürlich. Ja, die ist wirklich schön, ne? Ja, das ist ein bisschen. Sie hat Adidas? Nee. Dachte ich auch gerade. Nee, ist was anderes. Aber sie hat ja von, wie heißt es? Die russische. Das ist, glaube ich, Heron Preston. Heron Preston, genau. Ja, Wahnsinn. Also, ja. Also mir gefällt der Song bisher auch echt gut, muss ich sagen. Die anderen beiden von denen war ich nicht so überzeugt. Das war Senorita, der so ein bisschen so Latin-mäßig angehaucht war, und Latata. Ja, aber Latata fand ich nicht schlecht, meine ich, mich zu erinnern. Ja, ging so für mich, so, aber ja. den finde ich jetzt gerade richtig geil. Ja, der hat halt wirklich diesen 2000er bis, weiß ich nicht, 2005 Bounce-Vibe. So ein bisschen, ich will jetzt nicht Destiny's Child sagen, aber halt so die Ära, ne? So Destiny's Child, Nelly, wer kam da noch? Da kam ja so viel raus. Ich habe heute gesehen, Nellys Country Grammar wurde heute auf den Tag genau im Jahr 2000 released. Echt? Ja. Krass. Country Grammar war auch Wahnsinn. Alter. Ja, auf jeden Fall, so den Vibe hat er. Und dann Scratchen, ne? Sonst hört man hier eigentlich nur ein Klavier, was eben die Akkorde spielt. Ding, da ding, da ding. Ne, und die Das Drums. passt voll gut zusammen. Scratch. Rosenberg. Das ist halt cool, ne? Ihr Platz zu lassen, die Instrumente alle rausnehmen und dann hier zweistimmig, also in 2 Tonlagen wird die Melodie eingesungen, die zweite Tonlage dann schön nach rechts und links gemischt, dass dann eben so eine Harmonie entsteht. Ja, sowas holt dann halt voll ab, schön harmonisch. Ach, das hat ja sogar Träger, siehst du? Ja, aber das sind diese transparenten BH-Träger. Ja, die waren auch Die habe ich 2000. schon lange nicht mehr gesehen, deswegen musste ich gerade so grinsen. Auch mit dem Verstellmechanismus Ja, vorne, das ist auch ja. interessant. Sind die nicht normalerweise hinten? Ja, also du kannst sie ja dann abmachen und wieder einhängen. Ja, aber hinten normalerweise. Ja, aber du kannst es ja machen, wie du willst. Also du kannst auch vorne machen und kannst sie selber verstellen und so zum Beispiel. Weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder Zufall oder wie auch immer, aber witzig. So fallen die halt mehr auf wahrscheinlich. Ist schon ein lustiges Detail. Und sie hat ja auch in den Haaren ja auch so ein Ding an. Bandana-mäßig, ne? Ja. Ja. Diese What's, wolltest du sagen? Oder? Ja, so richtig diese Hip-Hop. What? Ja, das ist eine ganz typische alte Vocal Chants von Männern, die dann im Hintergrund What? Auf einen Offbeat, dass man im Club da dann mit Watten kann. Hey. Jetzt halt Percussion tatsächlich auch nur die Drums, aber dann so ein fetter E-Bass, der hier sein. Richtig rhythmisch, ne? Aber du hörst diesen E-Bass halt auch richtig, wie er die Saiten anslappt, also anschlägt. Bringt einen sehr coolen Groove hier nochmal rein. Die Scratcher, geil. Also das ist schon sehr außergewöhnlich, das so Mega rumzusehen, geil. aber sieht echt geil aus. Auch sie hier hinten, ne?
Ah, nice. Mit diesem Ledergurt rum. Geil. Wie so ein Pistolenhalfter irgendwie. Ja, oder wie so ein SM-Teil. Und dann die Fishnets unter den zerrissenen Jeans. Und dann hat sie einen blauen Lippenstift. Ja, so Thiel-mäßig. Ja. Ne? Ja. 1945, okay. No, 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 no. No pillow, no pillow, yeah. Ja, hier auch ganz klar mehrstimmig. Welche, ist es auch schnell? Sind welche auf jeden Fall sehr hauchig eingesungen, aber eben auch mehrstimmig. Wahrscheinlich tatsächlich auch beide hier. Sie ist ja unser, wie hieß sie? Weißt du das noch? Nee, das war bei Twice. Achso. Hier hatten wir noch niemanden. Ja. Aber ich kann mich gerade auch nicht entscheiden. Nee, war das nicht, ja. Bevor ich was Falsches sage. Also irgendwelche ganz kleinen Geräusche sind hier immer im Hintergrund drin im Pre-Chorus, habe ich vorhin schon gehört, aber die sind so undefinierbar. Also das wechselt mal von links auf rechts, ne? Ich kann nicht sagen, was es ist. Also entweder ist es irgendwie eine E-Gitarre, wo man irgendwelche komischen Sound oder Soundeffekte irgendwie mitgemacht hat, oder irgendwas vom Synthesizer. Ist das, hier steht Off, aber es ist doch kein Off-White. Doch. Haben die so ein Logo? Ja. Krass. Manchmal hat er so ein Logo. Der Virgil-Ablo. Virgil. Okay, jetzt kommt der C-Part. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir gar nicht einen Untertitel anhaben. Aber krass, dass uns das jetzt erst auffällt. Wir sind so in dem Song drin, dass wir das komplett verpeilt haben. Und auch so viel irgendwie, eigentlich gar nicht so viel, so extrem viel passiert, aber das, was da ist, ist halt extrem geil. Auch hier diese Adidas genauso eine, hatte ich 2 Stück oder so damals in 2000. Die sind jetzt wieder so in. Die gibt es seit einem Jahr oder so, gibt es die ganze Zeit bei Urban. Ich habe schon so oft überlegt, ob ich mir eine holen soll, aber weil ich so klein bin, sind die halt meistens zu lang. Ja, aber ist ja bei ihr ist ja auch zu lang. Die Hose ist so lang, wie ich groß bin. Oh. Wahrscheinlich. Dann ist nämlich nur 1,49, müsst ihr wissen. Nein, 39. Ja, okay, 1,19. Oh. Ja, also, was soll ich sagen? Ja, genau, so eine Hose hatte ich auch 2 Stück. Ja. Wahnsinn, dass sie einfach wirklich... Solltest du dir wieder einen zulegen? Boah, ich weiß nicht, das sah damals, glaube ich, auch nicht so geil an mir aus. Ich war halt ein kleiner Junge noch, aber das mit dem Aufknöpfen war halt lustig in der ich glaube, das war sogar schon Schule. Oder war das noch? Nee, das muss schon Schule gewesen sein. Da haben wir uns immer gegenseitig auf dem Pausenhof die Hosen immer aufgerissen, so als Gag. Ja, aber weißt du, wenn die Mädels mit so einer offenen Hose rumlaufen, dann sieht es schon anders aus. Ja, aber die werden schon darauf achten, dass sie nicht aufgemacht wird, oder? Ne, es gibt schon welche, dass du die so halb aufmachst, bis so zum Oberschenkel. Wer schleicht sich denn da rein? Ah, Der Mopsi ist da. Hallo. Wie er sich reingeschlichen hat. So, weiter. Jetzt C-Part. 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 Das ist halt der Unterschied. Du hast direkt das Piano als liegende Akkorde, ne? Und dann ist es sofort harmonisch einfach, weil die Sonst ist da nicht mehr, nur die Stimme. Gerade nicht. Oh, das ist sogar so ein E-Piano-Sound. Das ist nicht nur ein Klavier. Oh, Hip-Hop. Oh. Geil. Ah, geil.
Also es ist original 2000er, das ist so geil. Jetzt hier wirklich die Drums, dann original Hip-Hop, Boom-Bap quasi. Auch die Drum-Samples, die benutzt wurden, sind halt wirklich Hip-Hop 2000er. Richtig, richtig geil. Macht richtig Spaß gerade zu hören. Auch mit diesen ganz klassisch. War noch Ende 90er auch schon, aber 2000er, ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Film mit Jessica Alba damals, Honey. Da war so gute Musik, so mit Jadakiss. Oh, Jadakiss. Oh. Ja, okay, ihr seht schon, wir sind vor 2000. Ja. Weil hier die Drum-Samples, die benutzt wurden, die sind nicht ganz so 2000er. Die sind schon eher im Zeitgeist. Deswegen kann man sich das auch anhören. Also es ist nicht so, dass man denkt, boah, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das so fehlplatziert wäre genau, in der heutigen Zeit. Die haben halt so einen guten Misch da hinbekommen. Das machen ja einige, auch im deutschen Hip-Hop aktuell auch ein paar, manche besser, manche schlechter. Genau, aber so funktioniert es halt ganz gut, dass man zwischendrin vielleicht dann eben so ein bisschen was macht. Aber geil. Cool. Clubauftritt. Geile Nummer, ey, macht richtig Bock. Richtig geil. Finde ich echt cool. Das wirkt halt auch nicht so nachgemacht, sondern wie so eine Hommage. Oder? Ich muss sagen, wenn man die 2000er nicht kennen würde, wirkt es, ja, also es ist jetzt nicht so, weil die halt jetzt nicht irgendwas direkt gesampelt haben oder irgendwas direkt rausgenommen haben von irgendwas. Es ist einfach, ja, wie eine Hommage, ja. Doch, kann man schon sagen. Also wenn man die 2000er nicht mitbekommen hätte oder so, das frage ich mich halt. Ob man es dann gut findet. Das, ne? Ja. Ob man es dann gut findet, weil es ist ja halt irgendwie so, es wiederholt sich immer alle 20, 25 Jahre, immer jede Generation wiederholt sich immer alles in der Musik, genauso wie in der Mode. Ja, deswegen funktioniert beides, glaube ich, auch immer so gut zusammen. Ja. Voll cool. Geil, ja, gutes Ding. Mega geil. Kann ich einfach nicht mehr dazu sagen. Ich finde es echt cool. Das ist echt gelungen. Also eine schöne Hommage an die 2000er. Und das ohne irgendwelche Samples, die da groß benutzt wurden aus der 2000er-Zeit. Es ist witzig, dass die im K-Pop auch auf die 2000er wieder zurückgeht. Und jetzt, ne, weil das bei den Amis gerade der Fall ist, in Deutschland ist es der Fall und das in Korea auch der Fall ist. Geil. Bleibt doch alles am Ende Weltmusik. Ja. Okay, jetzt verstehe ich den Text auch. Oh, ich habe schon wieder nicht drauf geguckt, ja, nur auf die Klamotten. Sehr selbstbewusst, auch jetzt hier im Standing, die Mädels, sehr cool. Naja, wir checken es gleich nochmal ab, ohne euch jetzt hier noch länger ranzuhalten und zu langweilen damit. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr was gelernt habt, dann lasst doch gerne ein Abo da und macht auch gerne Glöckchen an für den Ehrenmann. Checkt auch Dana ab, unten in der Beschreibung ist alles verlinkt, wie immer, und auch ihren Kanal auf YouTube, denn sie macht auch YouTube, hat da jetzt schon einige Sonntage da etwas hochgeladen. Ein paar Videos sind ja schon online. Ja, es geht schon einiges ab. Du brauchst jetzt nicht so bescheiden sein. Und ansonsten in der Infobox ist auch einiges verlinkt, so an, weiß ich nicht, Infos, Kopfhörer, Instagram, weiß ich nicht. Instagram. Ich weiß gar nicht, ist Amazon Unlimited immer noch? Ja, ich glaube schon. Ja. Also links unten, falls es so ist, falls nicht, da ist jetzt gerade ein Gratis-Monat am Start. Könnt ihr euch direkt anmelden, ein Gratis-Monat. Alles Unlimited Stream, Amazon Music Unlimited und direkt kündigen. Also schon also wirklich direkt kündigen. Sneaken bei Amazon. Amazon direkt sneaken. Also anmelden, direkt kündigen und dann könnt ihr trotzdem noch den ganzen Monat hören. Ihr könnt natürlich auch dann da bleiben, wenn ihr wollt, ne, wenn es euch gefällt, aber nur mal so. Es ist nämlich auch wirklich ein Qualitätsunterschied zwischen Spotify, Free Spotify und Premium. Das viele unterschätzen das. Also nicht nur die Werbepausen, sondern tatsächlich auch ein hörbarer Qualitätsunterschied. Ja. Gerade in den Höhen wird immer sehr viel weggeschnitten.
Es ist einfach in der Free-Version sind die Audiofiles noch komprimierter, als sie sowieso schon sind, verglichen zu einer CD zum Beispiel. Und komprimiert heißt einfach das zusammengepackter. Und das schaffen die dadurch, dass die dann gewisse Frequenzbereiche einfach rausschneiden. Also ganz grob gesagt, den größten Teil, dass sie dann einfach nicht mehr bis 20.000 Hertz gehen oder drüber, sondern nur noch bis 16.000 Hertz zum Beispiel. Das ist zwar noch im menschlichen hörbaren Bereich, alles darüber hört man vielleicht nicht mehr unbedingt, aber nimmt es irgendwie anders wahr. Und auch untenrum können die dann viel abschneiden. Ich glaube, die gehen sogar noch tiefer teilweise in dem höheren Bereich. Aber unter anderem und natürlich mit irgendwelchen was weiß ich, Formeln und was weiß ich, wird das alles zusammen komprimiert, aber zwischen Free und Premium ist ein riesen Qualitätsunterschied. Gab es auch schon Videos drüber, ich habe da keins gemacht, aber ich habe auch schon mal einen Vergleich gemacht, wo man genau gesehen und gehört hat, gesehen vor allen Dingen auch an der Waveform und gehört hat, dass da einfach riesen Unterschiede sind. Deswegen, da haben nämlich schon welche geschrieben, ja, zum Beispiel bei dem Shindy-Song der letzte Einfamilienhaus, wo ich meinte, dass die Höhen auf der Stimme extrem sind, viel zu extrem, meinten viele, ja, bei Spotify ist nicht so. Ja, ich habe aber dann selber auf Spotify dann nochmal gehört und für mich klingt es 1:1 genauso wie in der YouTube-Version. Also vielleicht ein ganz kleiner Unterschied. Aber ich dachte dann, okay, vielleicht entweder hören sie es halt einfach nicht mehr, ne, weil man die Höhen irgendwann mit dem Alter auch nicht mehr hört oder wenn man, zu laut Musik hört, ständig und irgendwie ständig in Clubs ist und ständig auf Konzerte und so weiter, dann lässt vor allen Dingen immer das Hören nach und mit dem Alter eben. Deswegen hören Männer im Alter ihre Frauen nicht mehr. Unter anderem deswegen. Und ich dachte auch, vielleicht liegt es daran, dass sie dann eben Spotify Free haben oder irgendwas, wo es einfach so komprimiert ist, dass man es nicht mehr, dass es einfach nicht mehr drauf ist. Richtig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und einen schönen Tag übrigens. Oh, schönen Tag Freitag noch. Und Wochenende dann, ne? Weekend. Sunny. Sonnig und Freibad und nackig.